Habe die Ehre und grüße euch zurück hier zu einem Reaktionsvideo vom BAVARIAN Vinyl-Nerd. Ja, heute schauen wir uns ein Video an und zwar von einem YouTuber und zwar The Rolling Troll heißt der gute Mann und der, ja, was soll ich sagen, der packt ein Gerät aus, das ich auch schon irgendwie im Hinterkopf habe die ganze Zeit, aber irgendwie... Ja, ich will es mir nicht kaufen. Ich schaue mir lieber ein paar Videos zu dem Gerät an und möchte mir da meine Meinung bilden, ob ich mir das denn wirklich auch mal zulegen soll, das Gerät. Und zwar reden wir da vom AUDIOTECHNICA SOUNDBURGER. Und ja, was das jetzt genau für ein Gerät ist, das schauen wir uns jetzt an. Da drücken wir doch jetzt da hier mal auf Play. Hello there, folks. That's not a threat, that's a knife. I did not forget about you. Quite the opposite actually, but I've been dealing with some burnout/anxiety issues that need treatment, and I just haven't had the energy to also record videos as much as I'd like to. However, I'm taking care of myself, but it's going to take some time. I will still try to update you when possible. I will also try to edit old material. The problem is I've been having this issue when getting overwhelmed that I start seeing double, especially when looking at screens. So it's been very limited, I swear. Okay, jetzt erzählt er erst einmal, dass er momentan keine Videos machen konnte, weil er ein bisschen Burnout-Probleme gehabt hat. Ja, die Burnout-Probleme tauchen hoffentlich im Video nicht auf. Aber die Verpackung schaut schon mal ganz interessant aus. Das ist ein ganz schön großer Karton. It's not great, but because I'm in such a shit state, I bought myself a little treat. Actually, I would have anyway. I've been waiting for one of these for years. Some of you may recognize the logo, AUDIOTECHNICA, and you may already know, still not a threat, what is in this box. I cannot unbox this without showing you guys. Are you ready? They really beat up that box though. Thank you, UPS. Never a fan, but well, it's not the prettiest box, and I feel like there's probably a box in the box, as that's what they do at AUDIOTECHNICA. Ah, thank goodness. Packing material, aplenty. That's such a tiny box! In the box! Huh? Yes, an AUDIOTECHNICA SOUNDBURGER. Now, of course, I wanted one of these ever since I knew they existed, but I wasn't willing to pay $300-400 for a second-hand machine, and I missed the 2022 model. So instead of that, I bought the ATSB 727, which is the 2023, not so limited edition. Would have preferred a yellow one or a red one, but with how quickly they were sold out, I decided to go for what I thought was the next best option. Ah, it's a lovely box. Look at it. Schaut schön aus. There's all sorts of things on it. Nette Verpackung. Ja, für alle, die des Englischen nicht so ganz mächtig sind. Also er hat sich jetzt nicht die 2022er Edition gekauft, die ja wirklich schweineteuer gehandelt wurde, weil es so eine Limited Edition war. Hat AUDIOTECHNICA gar nicht schlecht gemacht. Die haben erstmal eine limitierte Edition rausgebracht, damit sie also überhaupt sehen, ob der Absatz überhaupt da ist für so ein Gerät. Und nachdem das Gerät sehr gut angenommen wurde und auch mich dann quasi angefixt hat, haben die Jungs dann gesagt, okay, jetzt bringen wir noch eine Version raus, und er hat jetzt eben die 2023er Version von diesem Gerät, und ja, schicke Verpackung auf alle Fälle. Filing cabinets, it's all a bit random, and of course the SOUNDBURGER itself. There it is, in all of its wrapped up glory. It's pretty heavy, not heavy, but like a kilo or so. Feels solid. Oh, I should get back to this. Always analog. This is obviously shot on a digital camera, so I can't completely agree, but I do like the sentiment. 2 cables. One is USB A to C for charging, and the other one is mini jack to RCA for using the line out. So this machine does not have a headphone out, and it has Bluetooth. It's battery powered. It's a rechargeable battery, thank goodness. And it's just a great way to easily listen to records. And even though it looks like quite a complicated device, it actually works just like a real record player. Let me zoom in a little so you can see it up close. There is the SOUNDBURGER. Are you ready for this? Sure. That was a very quiet yet satisfying peel. There's more peeling to be done, but let's open it up first. It says open right here. Okay. So there's a little slider on this side.
right there. Ah, ja. Mhm. There it is. So you move this forward and then it just opens. Okay. It has a sprung hinge, so it actually opens very easily. And there's a little record player. Let me take this off. There we are. It has nice soft feet, which I like because I don't want to scratch the bottom. And then this thing that is now holding the arm is also the 45 RPM adapter. And it is a little puck to keep the record down when you use it closed. You can, however, use it open. And that's actually one of the things I like about this. How do I unlock the arm? Okay, let's see. How do you move the... Ja, einer der ersten, der auch mal die Anleitung liest von diesem Gerät. Ich bin ja auch einer, der Anleitungen eigentlich ja, mehr so seitlich liegen lässt erstmal. Ja, ein bis jetzt, muss ich sagen, ja, sehr kleines, kompaktes Gerät natürlich. Kann man überall mit hinnehmen, kann man auch mal seinen Freunden auf der Anlage was vorspielen an Schallplatten, wenn die natürlich keinen Plattenspieler haben. Aber ob es das so eine große Soundexplosion ist, ich glaube eher nein. Das ist halt was, so eine ja, Low-Budget-Version von einem Plattenspieler. Obwohl die Preise, ihr habt die nicht im Kopf, die müsst ihr mal nachgoogeln, von dem Ding wahrscheinlich auch nicht so billig sind. Diese Halterung vom Tonarm, das ist quasi auch der 45er Puck, also der Single Puck, der da noch mit drauf ist auf dem Gerät. Ja, schauen wir mal weiter, wenn er die Anleitung gelesen hat, wie er seinen Tonarm regeln kann. That way without ruining anything, because we don't want to ruin anything. Remove the tone arm fixing screw. Ah! It was actually not that hard to miss, but I missed it anyway. So that is the tone arm fixing screw, which you will lose, but probably shouldn't. So, there's the buttons, power and speed. Speed and power! Jeremy Clarkson would be proud. So now I should be able to... Oh, there you go. Here's the little adapter. It's a well-designed little thing. It has an AUDIOTECHNICA 3600 cartridge, which is pretty low compliant and perfectly suitable for a record player like this. So this is power. Ja, das Standard... Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Er hat das Standard AUDIOTECHNICA-System drauf, das weiße, das 3600er. Ja, das eigentlich standardmäßig von AUDIOTECHNICA verkauft wird. An ihren Plattenspielern ist natürlich keine Soundexplosion, aber zumindest man kann damit Platten abspielen, ohne sie kaputt zu machen. There you go. And this is speed. So that's 33. And that's 45. You can do all this with the lid closed. It will actually play closed as well, which I think is awesome. And then with this, you can actually fix the record so it doesn't jiggle about. But obviously, you shouldn't be using this while on the move. That's not what it's for. Let's put this record on here. That's... Oh. Mikrofon vergessen, ja, das kenne ich. Das passiert mir auch immer wieder mal. That's not how it goes. Oh, okay, I'm being too careful. So there's a little indent there to keep the arm from hitting the record when you're trying to put the record on. And now it fits, as you can see. Now, I'm just gonna put this on here. There you go. And then we hover the stylus. It has no lift, I presume. So the stylus is now on the record. Let's see if we can connect it to Bluetooth first before we start playing. Now, there should be a Bluetooth connect button somewhere here. Let's see. Okay, this goes blinky blinky now. We'll turn this on again. Aha, Bluetooth Connection, auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben gerade mal für zwischendurch so ein bisschen Schallplatten hören auf der Terrasse oder bei mir hier im Bastelkeller, ist bestimmt nicht das Schlechteste. Schauen wir mal, wie sich das so anhört an dieser kleinen Bluetooth-Box. It is in a Bluetooth pairing mode. I can see it blink, but apparently that's not how it works. So, press and hold the wireless function button. Okay, turn on the power supply of the headphones or speakers and put them in pairing mode. Yeah, it should be. So that should actually work, but it's not. It's not pairing. Okay, then let's get another speaker. Also IKEA. It's in pairing mode. This is in pairing mode. Oh shit. It does help when you put the microphone on. So for some reason I can't get it to pair yet. Let's try again. Witziger Kerl, gefällt Pairing mir. mode. Let me try some other speakers because this one is obviously not working either. So there's a pair of edifier speakers behind the camera.
They work fine. It doesn't want to work with the IKEA stuff though, for some reason. Can't really tell you why, but what I can tell you is that the thing sounds great. It sounds like a good record player should, even through Bluetooth. I am not at all surprised that Audio-Technica knows how to make a good sounding record player, but it literally sounds as good as a good affordable record player. Okay. Which for a good affordable record player, because it's still what it is, with this design and Bluetooth is honestly impressive. Ooh, anti-skating is not a thing though, just beware. Let's close the lid and see what happens. Oh, okay, don't do that while playing. Geschwindigkeitsumschaltung funktioniert auch schnell und ich denke mal, dass das eben ein direkt getriebener Plattenteller ist. Deswegen funktioniert die Umschaltung auch so schnell. Aber ja, ich muss sagen, jetzt hier auf dem Video hört man es natürlich nicht so richtig gut. Aber ich glaube ihm das wirklich, dass das Teil auch mit Bluetooth jetzt doch einen guten Sound rausliefert. Ja, ist halt ein kleines mobiles Gerätchen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, wo benutzt man das? Na gut, auf Partys kann man es natürlich mitnehmen, aber da muss man natürlich auch seine Schallplatten mitnehmen oder ja, zum Probehören vielleicht bei einem Kumpel, wenn man sagt, okay, ich möchte mal hören, wie sich die Platten da so anhören, die du mir da vorstellst, oder wenn man Schallplatten kaufen möchte bei irgendjemand, dann kann man natürlich das Gerät mitnehmen und kann die mal Probe hören, ob die recht zerkratzt sind oder ob man da ja, irgendwelche Fehler hört auf der Schallplatte. Da ist das vielleicht schon interessant. That's some damn good Bluetooth there. It's really musical sounding, almost undigital, even though it still is. Speed is spot on. Tracking sounds good, even though it doesn't really have anti-skating as far as I can tell, because it really wants to go inside. Let's see, does it have any sort of shut-off? It probably just stops, doesn't it? No. No shut-off, just manual. Oh, so what I really like about it, so it has that switch. What I really... Schade, dass er keine Endabschaltung hat. Das ist ein bisschen doof, dass das Teil da weiterläuft. Gerade wenn dann jemand einmal kurz an das Gerät dran rumpelt, dann haut es einem den Tonarm natürlich über die Schallplatte drüber. Ist auch nicht so toll. About is that you can just put it on a desk next to you, connect it to a pair of Bluetooth speakers and just, listen through records like this. Even, not in any way harder than a full-size record player. Because if you take this off, you can literally just go, okay, I want to see what's on this record. And you can just skip through it, as you would. So for trying to get to know some new records, this is great. Also because it's not a vinyl killer. This is not overly heavy. Probably tracks at like 3.5 grams. I haven't checked, but not a ridiculous high tracking force. It runs at speed well, it sounds well, it pairs well as long as you don't use IKEA speakers for some reason. Still a bit confused about that. It's just a really good little record player. And the fact that you can just, put it on the table, close it, and have it play records like so. Absolutely marvelous. It sounds great. Honestly impressed. It tracks well, it sounds great, there's not a lot of play on the arm, it runs at speed perfectly. This is a properly designed product. So it comes in yellow, comes in black, comes in white. Gleich mal liken das Video. Das Video ist übrigens unter dem Video auch wieder verlinkt. Da könnt ihr es euch dann auch mal ohne mein Gelaber anhören. Und natürlich auch liken das Video, ist klar. Aber ich bin jetzt auch momentan sehr überrascht über das Gerät, was die Audiotechnica da rausgezaubert hat. Es ist wirklich nicht das Schlechteste. Limited edition version came in red as well. I don't think they're going to do that anymore because that's sort of why it's limited. Because the original back in the 80s was also red. And it's just a very neat little package that sounds great, that works great out of the box. And it just feels very solid. And it's just a good design. It's a smart design. You take the record off, you put... does it go here? I'm not quite sure now. Let me see. I think so. You have to turn it off first, of course. There you go. You put the
arm like so. You lock it in and you can just carry this wherever you want to go. You may want to lock the arm so it can't move with a little screw, but if you just take it easy and you keep it horizontally, you should be able to just carry this around. It's not going anywhere. Absolutely marvelous piece of engineering from the 80s, obviously, nothing new there. And I like this. Ja, muss ich dazu sagen, richtig, das Gerät ist in die 80er Jahre schon mal entwickelt worden, beziehungsweise auch verkauft worden als portabler Plattenspieler. War natürlich nicht so der Renner. War auf Partys natürlich unterwegs, das Teil, hatte aber auch kein Bluetooth, hatte eben nur so einen Klinkenanschluss mit 2 Gin-Steckern dran oder RCA, wie man auch dazu sagt. Und natürlich nur mit Batteriebetrieb, nicht mit Akkubetrieb, so wie die heutigen Dreher, so wie dieser hier. Und deswegen, glaube ich, war das auch nicht so der Renner, dieses ganze Gerät. Aber trotzdem, wenn man so ein altes Gerät noch zu Hause stehen hat oder zumindest vielleicht auch bei eBay findet, die werden schon zu horrenden Preisen gehandelt, weil die haben natürlich auch schon Sammlerwert, diese Dinger. Die haben natürlich designtechnisch ganz vorne mit dabei, sind ja im Schallplattenmuseum, glaube ich, in Norddeutschland oben irgendwo, oder Schallplattenspielermuseum, ist so ein Gerät auch ausgestellt. AUDIOTECHNICA. I know this is an old product technically with just Bluetooth added, but this is how you do a portable record player. Grab one, they're awesome. Recommended, 11 out of 10. Jetzt nochmal mit Line Out. Und ich habe sogar hier auf meinem kleinen MacBook habe ich sogar ein schönes Stereo-Signal. Das Ding spielt wirklich gut in Stereo ab. Ja, da wir mal ein bisschen vorspulen, dass da wieder mit der GEMA Probleme gibt, weil hier in Deutschland gibt es natürlich immer Probleme mit der GEMA, wenn so Musik abgespielt wird. Und ich glaube, das war es dann eh schon. Er hat nur noch ein Soundbeispiel gebracht am Schluss vom Video. Genau, zeigt nochmal genau, wie das Ding wieder zusammengebaut wird. Ja, Nadelschutz drüber, sehr gute Idee. Klack, und geschlossen ist er und bereit zum Transport. Ich bin verblüfft. Ich bin echt verblüfft, was das Ding für einen schönen Sound hat. Auch jetzt hier mit Line Out nochmal aufgenommen. Das hat er sehr gut gemacht, der gute Kollege, der Rolling Troll. Echt toll, was so ein kleiner Plattenspieler da rauszaubert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Mein kleines Reaktionsvideo zu dem AUDIOTECHNICA Soundburger, dieser Neuauflage dieses 80er Jahre portablen Plattenspielers. Wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens am nächsten Mittwoch. Servus, bitte euch.